Hi, hast du manchmal das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Dann kann ich dir sagen, dass du damit nicht allein bist, denn es ist nicht so ungewöhnlich, sich manchmal nicht gut genug zu fühlen. Die Selbstzweifel kommen in der Regel dann, wenn irgendetwas gescheitert ist. Vielleicht ist der Job weg, die Beziehung ist auseinandergegangen oder deine Liebe wird nicht erwidert. Wir reden uns ein, dass wir es nicht verdienen. Wir geben uns die Schuld, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht stark genug sind. Im Leben muss alles einen Sinn ergeben. Die Dinge müssen einen Sinn ergeben und durch das Wiederholen der negativen Sätze glauben wir irgendwann, was wir uns selbst erzählen, denn unser Gehirn merkt sich das. Manche Menschen sind der Meinung, dass man sich selbst nicht so wichtig nehmen sollte. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, aber warum denn nicht? Sind wir unwichtig? Warum soll man zuerst an andere denken? Und ich glaube, hier ist das Problem, die fehlende Selbstliebe. Denn ohne Selbstliebe kennst du deine Bedürfnisse nicht. Du kennst deine Grenzen nicht und vor allem hast du ständig das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Denn du bist dir selbst nichts wert. Und es ist eigentlich so logisch. Das Thema Selbstliebe ist so verständlich und logisch und doch werden es viele niemals erreichen können. Nicht, weil sie es eigentlich nicht können, weil sie es nicht wollen. Denn das Thema Liebe schieben wir immer sehr gerne an Dritte ab. Es gibt immer jemanden, der uns liebt und wenn er uns nicht liebt, dann zweifeln wir eben, dass wir nicht gut genug sind. Wir sind bequem oder die meisten Menschen sind bequem und sind der Meinung, die Liebe ist die Aufgabe anderer. Also wir müssen geliebt werden, damit wir uns gut genug fühlen. Andere müssen uns lieben, damit wir gut genug sind. Und wenn wir keine Liebe bekommen, dann sind wir irgendwie auch nicht gut genug, oder? Angenommen, meine Nachbarin klingelt jetzt an der Tür und möchte eine Zwiebel haben oder fragt nach einer Zwiebel. Wenn ich keine habe, kann ich ihr auch keine geben. Und so ähnlich ist es mit der Liebe. Es ist natürlich alles so einfach gesagt, aber man muss sich ein Stück weit allein auch vollständig fühlen, denn du kannst die Verantwortung nicht an Dritte abgeben. Du kannst nicht sagen, dass jemand dich lieben muss, damit du genug bist. Du kannst nicht erwarten, dass dir jemand die Liebe schenkt, damit du dich so gut fühlst. Du musst dir selbst gut genug sein und egal wie du dich fühlst, du musst wissen, dass du gut genug bist. Die Wahrheit ist, dass jeder von uns gut genug ist. Du bist gut genug, weil du Fehler machst, weil du sie annimmst, weil du daraus lernst. Du bist gut genug, weil andere Menschen dich lieben können. Du liebst und vielleicht hast du einen Teil von dir selbst gegeben, den du nicht zurückbekommen hast. Du bist gut genug, weil du vergeben kannst. Vergebung ist eine stille Kraft in uns, die uns manchmal von unnötigen Bindungen befreien kann. Wichtig ist, dass man versteht, dass man die Handlungen anderer nicht kontrollieren kann. Du kannst nicht beeinflussen, wie dich jemand behandelt. Egal wie toll du bist, egal wie du dich bemühst, egal ob du bettelst oder weinst. Du kannst es nicht beeinflussen, du kannst es nicht kontrollieren. Und immer dann, wenn du dich wertlos fühlst oder wenn du der Meinung bist, du fühlst dich gerade nicht gut genug, erinnere dich daran, dass du nicht allein bist. Du bist nicht allein und es gibt so viele Menschen, die auch am Struggeln sind. Es ist wichtig, dass man nicht sagt, ich bin nicht gut genug, sondern ich bin nur ein Mensch. Sag das mal. Du wirst merken, dass du nach einiger Zeit eine gewisse Akzeptanz bekommst, Dinge hinzunehmen und zu sagen, ja, ich bin nur ein Mensch. Die Herausforderung ist, dass man eine bessere Beziehung zu sich selbst bekommt. Nur so kann man glücklicher werden und vor allem individueller. Du bekommst eine bessere Selbstakzeptanz und kannst gewisse Dinge besser hinnehmen. Es geht nicht darum, wie schnell du wächst, ob du Rückschläge hast und ob es bei dir vielleicht nicht klappt oder vielleicht bist du zu emotional oder vielleicht fällst du immer wieder zurück. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video motivieren kann oder ein paar Glaubenssätze mit auf den Weg geben kann, denn manchmal gibt es Phasen im Leben, wo man vielleicht kurz darüber nachdenkt, aber nein, du bist gut genug und das wirst du auch immer bleiben.